Hallo und herzlich willkommen endlich mal zu einem Video zu unseren historischen Damast-Projekten. Inzwischen sind es 18 an der Zahl. Wir verarbeiten verschiedene Stähle von Oldtimern, hauptsächlich militärischen Oldtimern, Waffensystemen, aber auch von zivilen. Wir haben zum Beispiel Rohrwaffen, sowohl Infanterie-Kleinwaffen als auch mit der 8.8 Artillerie. Wir verarbeiten 2 Jagdflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Messerschmitt und eine Mustang P51. Wir haben auch inzwischen erfreulicherweise zivile Projekte. Wir haben 2 Muscle Cars, hier das Z28 Chevrolet oder auch, der mir noch mehr am Herzen liegt, der Mustang Mach 1. Auch wenn ich hier nur eine Schale in der Produktion auftreiben konnte und kein fertiges Modell. Aber da es wirklich sehr zahlreich ist, wollen wir uns heute mal die Panzer rausgreifen, weil das allein schon 7 Modelle sind und weil es mit den Panzern bei uns alles mal angefangen hat, diese historischen Damast-Projekte. Das hat alles angefangen 2005. Da kam ein Damastschmied und ein damaliger Damastlieferant von uns zu unserem Chef und legte ihm diesen Ring hier auf den Tisch und fragte, haben Sie eine Ahnung, was das ist? Und mein Chef sagte, ich habe keine Ahnung. Die Antwort war, es war und ist immer noch eine Scheibe des Hauptgeschützrohrs des Leopard 1 Kampfpanzers der Bundeswehr, der 2005 gerade ausgemustert worden war. Und unser Schmied sagte, ich habe das Material, ich kann Ihnen hier Damaststahl daraus anbieten, ich kann Ihnen Damaststahl schmieden und anbieten. Haben Sie Interesse dafür für Klingen? Und mein Chef hat dankenswerterweise das Potenzial gesehen. Wir haben ein Messer draus gemacht und es ist im Markt eingeschlagen wie eine Bombe. Noch ganz kurz, der Fachmann kann unterscheiden, hier an den Feldern und Zügen, dass das Leopard 1 ist. Der Leopard 2, der den Leopard 1 abgelöst hatte, hat schon eine Glattrohrkanone. Hier, diese Felder und Züge sind ein Drall, der stabilisiert das Geschoss. Und beim Leopard 2 hat man es so gelöst, dass er ein unterkalibriges Geschoss hat, ein Wolframpfeil mit einem Leitwerk. Das Leitwerk stabilisiert das Geschoss in dem Fall, das braucht die Rotation nicht. Und im Lauf sitzt es in einem Triebkäfig. Das heißt, das heiße Gas, die Treibladung hat eine große Fläche, um anzugreifen, das Geschoss sehr schnell zu schieben. Wenn das Geschoss das Hauptgeschützrohr verlassen hat, dann fällt der Triebkäfig ab und der Wolframpfeil fliegt mit einer wirklich immensen Geschwindigkeit weiter und kann so schwere Panzerungen durchbrechen. Ich erzähle das auch deshalb, weil uns das gleich nochmal bei einem historischen Projekt aus dem Zweiten Weltkrieg begegnen wird. Das war unser erstes Damast-Projekt. Das lief alles ein bisschen anders, als es heute bei den Projekten läuft. 2006 haben wir dann das Leopard 1 und das Leopard 2 an den Markt gebracht. Leopard 2 ist nicht aus dem Leopard 2 gefertigt, sondern es war das Modell 2. Wir hatten zwischenzeitlich sehr viel mehr Modelle auch noch aus der Leopard-Damast-Linie. Das Leopard 1 baute auf das Modell Helios auf. Da gab es ein Design, das wurde mit Spritzgussgriff als Gemini in den Markt gebracht und eben in Aluminium als Helios. Das war eben ein bestehendes Design. Und wir hatten das Walter Brent, das Leopard 2, was ich immer noch eins der schönsten finde, auch wenn wir jetzt nur noch eine kleine Stückzahl haben und ich weiß gar nicht, wenn das Video versendet ist, ob es dann noch auf Lager ist. Aber ich will es der Vollständigkeit halber halt zeigen. Und als aktuelleres Modell haben wir das Barlow Integraldamast. Das mag ich natürlich sehr gern. Also es ist kein Geheimnis, dass ich ein Barlow Diehard bin. Und hier hat man wirklich ein Messer, was deutlich günstiger ist im Verhältnis als die anderen Leopard-Modelle, die Sammlermesser, was wirklich mitgeführt werden kann vom Gewicht her. Das ist eine Integralbauweise aus Mikata. Da sind Backen und Liner aus Mikata gefräst und dann sind Wüsteneisenholzschalen eingesetzt. Ist wirklich extrem leicht und robust. Legal zu führen, 42a-konform und auch im Vergleich, immer noch Solinger Handarbeit, immer noch Leopard Damast, aber im Vergleich ein günstigeres Messer. Dann möchte ich unsere anderen beiden historischen Panzerprojekte vorstellen und ich fange an mit dem Tiger. Ich fange deshalb mit dem Tiger an, weil man aus dem Tiger, finde ich, den M4 Sherman etwas besser verstehen kann und seine Eigenschaften. Der Tiger ist halt wirklich eine Legende, obwohl nur 1350 Stück davon produziert worden sind. Und es gibt weltweit nur noch 6 Originale. Das finde ich schon beeindruckend. Daneben gibt es noch 2 sogenannte Frankentiger. Frankentiger, der Begriff lehnt sich an Frankenstein.
Das heißt, die sind so nie in der Schlacht gefahren, sondern wurden hinterher von Schrottplätzen, vor allem von einem Schrottplatz in der Normandie, hinterher aus Tigern verschiedener Baureihen zusammengesetzt. Und sie sind, glaube ich, sogar beide fahrbereit. Also es ist wirklich ein sehr seltenes Material. Und hier kann ich auch vielleicht daran erklären, wie wir heute Damastprojekte angehen. Wir nehmen eben nicht mehr irgendwelchen Stahl, den uns jemand anbietet. Das war zwar ein Glücksfall mit dem Leopard 2005, was uns auf die Fährte gebracht hat, aber wir überlegen gemeinsam, was ist eine interessante Waffe des Zweiten Weltkriegs, ein interessanter Oldtimer. Was kennen die Leute, was erkennen die Kunden wieder und wollen sie möglicherweise haben. Und da haben wir mit Sicherheit als einen der populärsten Panzer den Tiger ausgemacht. Und dann begeben wir uns auf die Recherche, wo existiert noch Stahl. Wenn wir das identifiziert haben, dann kommt eine sehr schwere Aufgabe. Wir müssen den Eigentümer, die Eigentümerin überzeugen, uns davon was zu überlassen. Erstmal für eine Werkstoffanalyse. Und wenn wir ein kleines Stück haben, wir machen die Werkstoffanalyse, dann müssen wir erstmal sehen, können wir da überhaupt einen Messerstahl rausmachen. Weil auch das ist ein Teil der Wahrheit. Diese Stähle, die wir verarbeiten, die waren dazu gemacht und optimiert, um Geschützrohr zu werden, um eine Federung zu werden oder um eine Panzerung zu werden und nicht um einen Messerstahl zu werden. Das heißt, wir müssen auch schon allein, damit der Damast unterschiedlich zeichnet und damit es Messerstahleigenschaften gibt, müssen wir 2 andere Legierungen dazu mischen, also dazu verschmieden, damit wir hinterher ein schönes Damastmuster erhalten. Und dann geht es an das Design. Hier haben wir bei den ersten Projekten, bei den ersten beiden, haben wir bestehende Designs genommen. Heute legen wir für jedes Damastprojekt ein extra Design auf, was der Herkunft des Stahls gerecht wird und ganz behutsam Designelemente aufnimmt. Das darf nicht zu viel sein, weil dann wird es verspielt und das schauen wir uns jetzt im Einzelnen mal an. Unser Böker Tigerdamast, das ist ein Stahl-Framelock und auf der anderen Seite ist Leinenmicarta. Wir wollten ein eckiges Design, weil charakteristisch für den Tiger die gerade Panzerung war. Andere Panzer aus der Zeit hatten eine schräge Panzerung. Da konnte man, wenn das Geschoss auftraf, mit einer dünneren Panzerung auskommen, letztendlich durch diese Schräge. Aber es war eben charakteristisch, dass der Tiger die steile Panzerung hatte und eine eckige Erscheinungsform, die ganz charakteristisch war. Deshalb haben wir das hier in dem Design aufgenommen. Des Weiteren sind bei den Panzerprojekten die Achsschrauben symbolisieren die Triebräder. Die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, das waren zwar die einzigen, die magnetische Haftminen verwendet haben, um Panzer zu bekämpfen, haben sich aber gleichzeitig ihre Panzerfahrzeuge dagegen geschützt mit einer Schicht, die sich Zimmerit nannte. Die war aus Ton, glaube ich, Sägespänen, allem Möglichen, wirkte auf jeden Fall, trug eine antimagnetische Schicht auf. Und um dieses Zimmerit darzustellen, haben wir hier das Leinenmicarta, das wir mit Rillen gefräst haben. Das Zimmerit hat nämlich so eine Waffelstruktur erhalten, war längs eingeschlitzt. Und diese Charakteristik haben wir hier mit der Oberflächenbearbeitung erzeugt. Wir haben hier ein wunderschönes Damastmuster. Der Damast ist wieder geschmiedet von Chet Nichols, das sehr kräftig zeichnet. Also wir haben einen starken Kontrast zwischen wirklich schwarzen Lagen und sehr hellen Lagen. Die schwarzen Lagen kommen durch Stahl mit sehr viel Mangan zustande, dann zeichnet der schön schwarz. Vielleicht, was ich allgemein zu den historischen Projekten nochmal sagen kann, weil die Frage kommt immer wieder, ist der Damast in dem Fall rostfrei oder ist er rostend? Die historischen Projekte sind eigentlich immer rostende Damaststähle, weil das historische Ausgangsmaterial eben rostend war. Es ist ein Premium-Folder in allen Details, Framelock, Overdrive-Stop hier für das Framelock und außerdem ein gefräster Clip. Also, wie gesagt, in allen Teilen das, was dem Ausgangsstahl würdig ist. Wir kommen zum M4 Sherman Damast. Der M4 war der alliierte Panzer, der amerikanische Panzer, der hinterher auch von den Briten verwendet wurde. Er ist technisch gleich aufgebaut wie der Tiger, ist auch ein Stahl-Framelock mit abnehmbarem Daumenpin. Auch wieder das Triebrad ist gefräst. Auch hier haben wir Burlap-Micarta, also Leinenmicarta. In dem Fall symbolisiert es aber was anderes. Der M4 im Gegensatz zum Tiger war ein Medium-Panzer. Der Tiger war wirklich sehr schwer. Der hatte 57 Tonnen. Und das war auch ein Geheimnis seines Rufes, seiner Legende. Der war unheimlich stark gepanzert und hatte eine unheimlich dicke Kanone drauf, eine 8.8. Die 8.8 war ursprünglich eine Flakkanone. Wir verarbeiten die 8.8 auch an diesem Dolch hier. Und das führte dazu, dass er wirklich oft durchs Feindfeuer gefahren ist, jede Menge Treffer kassiert hat und nicht abgeschossen wurde und reihenweise feindliche Panzer abschießen konnte. Aber das Gewicht war auch sein Fluch.
Erstmal, er war unheimlich ressourcenauffressend in der Produktion. Und wenn so ein Tigerpanzer sich festgefahren hatte, und das passiert jedem Panzer und dem besten Panzer, dann gab es kaum was diesen Tigerpanzer wieder rausziehen konnte. Also und schon gar nicht ein einzelnes Fahrzeug. Und das führte auch dazu, dass die meisten Tiger gar nicht abgeschossen, sondern einfach verlassen wurden, weil die einfach festgefahren waren oder weil der Sprit aus war. 1350 Stück sind produziert worden. Vom M4 Sherman, der war eben ressourcenschonend, der war schnell zu produzieren, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Der hatte 30 Tonnen nur im Vergleich. Der hatte eine dünnere Panzerung. Und wir verwenden hier eben das Line-Mikata, weil die Amerikaner unheimlich kreativ mit den Schwächen des Shermans umgegangen sind. Zum Beispiel haben die einfach zusätzlich außen ganz dicht mit Stahlseilen Sandsäcke draufgebunden. Das war eine effektive und einfache Erhöhung der Panzerung, das war das eine. Dann hatten die eine relativ schwache Kanone, womit die Tigerpanzerung von vorne nicht durchdringen konnten, und haben sich mit der Munition auseinandergesetzt. Die hatten High-Velocity-Munition. Die haben eben dieses Prinzip, beim Leopard von gesprochen habe, mit dem Triebkäfig für die Hochgeschwindigkeitsmunition erfunden. Dann hatten sie als zweites Geschoss die sogenannten HESH-Geschosse. Das war die Abkürzung für High Explosive Squash Head. Da hat sich die beim Auftreffen auf die Panzerung die hochexplosive Sprengladung auf der Oberfläche verteilt, konnte die zwar nicht durchdringen, aber eben eine starke Druckwelle im Innenraum erzeugen. Weiterhin zu den Unterschieden zählte, dass der Sherman unheimlich leicht zu reparieren war. Der Tiger hatte ein kompliziertes Schachtelfahrwerk. Das war für die Fahreigenschaften hervorragend, aber bei einem Panzer waren und sind die Ketten, der Antrieb ist nicht durch Panzerung geschützt in der Regel. Und hier ist ein relativ leichtes Ziel. Und wenn hier eine Beschädigung war, dann mussten hier links und rechts eben auch die Räder mit ausgetauscht werden, was beim Sherman eben sehr viel einfacher und schneller war. Interessant am Tiger, der Tiger hatte zuerst einen Motor mit 650 PS, einen Maybach, und später 700 PS. Bei 57 Tonnen, wenn man das runterrechnet, dann ist das bei 700 PS, sind das noch 12,3 PS pro Tonne. Der Sherman war nicht besser motorisiert, aber mal zum Vergleich, die stärkste Kettensäge von Stihl, die MS 881, die hat stolze 8,7 PS. Und der Tiger, trotz seines hohen Gewichtes und seiner nicht überdurchschnittlich hohen Motorisierung, war trotzdem sehr gut zu steuern. Das war auch einer seiner Vorteile. Der hatte nämlich ein Lenkrad. Da denkt man gar nicht, dass das so ein großer Vorteil war. Aber alle anderen Kettenfahrzeuge, die hatten Steuerhebel. Und mit dem Lenkrad, das war auch hydraulisch unterstützt, konnte er eben im Gelände sehr viel präziser gefahren werden und war dadurch trotz vergleichbarer Motorisierung pro Tonne eben ein sehr wendiges Fahrzeug für sein hohes Gewicht. Im Sherman, im Design, haben wir eben die schräge Panzerung aufgenommen. Und weil wir das Design selber so sehr mochten und auch sehr viel gutes Feedback bekommen haben, haben wir hier auch eine Variante aufgelegt mit Kohlefaser und einer Magna-Cut-Klinge und zusätzlich nicht dem Fangriemenloch, sondern einem angesetzten Fangriemenbügel. Und dieser Fangriemenbügel ist tatsächlich wieder aus echtem Sherman-Damast gemacht. Trotzdem, weil die Klinge nicht aus Damast ist, führt er den Damast nicht im Namen und auch nicht in der Artikelnummer mit dem Zusatz DAM. Aber wie gesagt, das Sherman EDC, wunderschönes EDC-Messer, das eben auch das schöne Design hat. Hervorragenden Stahl natürlich, der Magna Cut, der ist ja weitgehend unumstritten im Moment. Und eben trotzdem noch einen kleinen Teil an Damast. Und auch hier haben wir wieder ein Barlow in der Serie für wirklich hohe Alltagstauglichkeit. Wie gesagt, wieder mein Favorit. Wieder Integralbauweise. Diesmal aus Edelstahl gefräst, die Backen und der Liner. Und auch das Line-Mikata, das Burlap-Mikata als eingelegte Griffschalen. So, das war's im Groben. Heute, ja, historischer Rückblick, viel Gerede. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Bitte schreibt in die Kommentare, ob euch das Thema interessiert, ob ihr mehr historischen Hintergrund zu unseren anderen historischen Projekten gerne hören möchtet. Ansonsten, ihr kennt eure Aufgaben. Liken, kommentieren, abonnieren, falls noch nicht geschehen, teilen. Bleibt neugierig, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.